Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana, der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge 3 unseres Podcasts. Mein Name ist Christine. Ich bin Bettina. Und heute geht es bei uns darum, wie kommt das Geld jetzt ins Projekt? Ja, Bettina, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, geht ihr jetzt da durch die Lande und sucht einfach jemanden, der gerade was braucht? Oder kommt da jemand zu euch und sagt, hallo, Hilfe, wir bräuchten gerne, wir hätten gerne. Ja. Vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen. Ja, das mache ich gerne. Heute sind wir hier zusammen in München. Das hat sich so ergeben. Freuen wir uns sehr, dass wir euch zusammen von einem Bildschirm aus anschauen. Und die Frage ist berechtigt, Christine. Ich denke, es ist interessant einfach zu wissen, wenn du als Spender ein bestimmtes Projekt ausgesucht hast, wie kommen wir überhaupt dazu? Dazu muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen, weil es natürlich, jetzt gibt's Madamfo seit über 20 Jahren. Und wie es am Anfang war und wie es jetzt war, es hat sich natürlich schon ein bisschen verändert. Klar. Also als wir ganz am Anfang, beziehungsweise ich ganz am Anfang in dem Dorf APU, was wir euch in Folge 1 so ein bisschen erzählt haben, als ich da gearbeitet habe und mitgeholfen habe, da war das einfach die Umgebung. Also die Dörfer nebenan, die wussten, dass wir in APU jetzt einen Brunnen bohren und eine Toilettenanlage bauen. Dann sind quasi die Nachbardörfer rübergekommen und haben gesagt, Mensch, das ist ja toll. Könnt ihr vielleicht bei uns auch eine Toilettenanlage oder einen Brunnen bauen oder so? Und dann sind wir hingegangen und haben uns die Situation angeschaut und der Viktor und damals noch Emanuel, die haben dann einfach mit den Dorfbewohnern und mit dem Chief, also mit dem Dorfvorsteher, das Ganze evaluiert, wirklich geguckt, wo soll's hin, warum soll's dahin, was sind die Vor-, was sind die Nachteile und sind dann damals schon hingegangen und haben geschaut, wer von der Regierung, das hört sich jetzt natürlich so groß an, Regierung, aber wer von den lokalen Abgeordneten für dieses Dorf zuständig ist und was die für Pläne haben. Ne? Weil letzten Endes machen wir ja Sachen, die an sich die Regierung machen sollte. Also alle Projekte, die wir machen sollten, Krankenhaus, Schule, klar. Kindergarten, das kennen wir, das sollten ja eigentlich also der Staat machen. Funktioniert jetzt aus verschiedensten Gründen nicht. Da können wir auch mal eine eigene Folge drüber machen. Ja, klar. Genau, aber die sind ja trotzdem in der Verantwortung und man kann ja auch in Deutschland nicht einfach hingehen und sagen, so, wir bauen jetzt hier mal eine Schule hin, weil wir das gut finden. Also das eine ist der Bedarf, den die Einwohner dir einfach mitteilen und das andere ist eben, was hat die Regierung geplant? In diesem Fall ist das dann die Assembly, also ich glaube, das kann man so mit Gemeinderat übersetzen. Da sind dann meine Leute mit hingegangen und ich natürlich damals auch und haben gefragt, so, das Dorf Barnsow zum Beispiel, die möchten auch gerne einen Brunnen und eine Toilettenanlage haben. Habt ihr da irgendwas in eurer Entwicklungsplanung in den nächsten Jahren vorgesehen? Wenn ja, kann man das abgleichen und sagen, wann wollt ihr denn was machen? Wo kommt das Geld vom Staat her? Und wie können wir als Nichtregierungsorganisation, als Verein helfen? Und so kann man dann einfach Synergien schaffen, ne? Dass man nicht Geld rausschmeißt, vielleicht für irgendwas, was der Staat schon eben in 2-3 Jahren geplant hat. Also das war, wie würde man das sagen, Mundpropaganda. Also von einem Dorf zum anderen, die Nachbarn haben dann einfach gesagt, Mensch, die haben einen Brunnen, wir brauchen dringend auch einen. Könnt ihr das machen? Heute ist das ein bisschen formeller, auch nicht viel, aber etwas. Dadurch, dass wir im ganzen Land in Ghana arbeiten und wir hatten es, glaube ich, schon mal erwähnt, Ghana ist ungefähr so groß wie Deutschland. Ne? Also hinkt ein bisschen der Vergleich, aber einfach für euch so als Vorstellung. Da haben wir schon offizielle Dokumente, die dann auch ausgefüllt werden müssen. Das ist dann so ein Need Assessment, also Need Assessment, also Bedarfsanalyse. Oder Bedarfsanzeige vielleicht. Ja, ja, genau. Hallo, ich brauche. Ja? Genau, hallo, ich brauche. Genau, das kann man natürlich heute über Telefon, über Internet, über WhatsApp, über E-Mail kriegen, dass die Leute dann zugeschickt. Also da ist dann jetzt zum Beispiel ein Dorf, das hat von uns gehört, oder eine kleine Stadt und die brauchen einen Kindergarten und die rufen, also meistens geht's jetzt über Telefon, ne? Die rufen bei uns im Büro an oder schreiben einen WhatsApp mittlerweile und sagen, wir sind da und da, wir sind so und so viele Leute und wir bräuchten dringend einen Kindergarten. Und dann versuchen wir einfach erstmal über Telefon und ohne, dass jemand hinfährt,
einfach mehr rauszukriegen. Ja, nur weil jetzt ein Dorf sich das vielleicht wünscht, heißt es ja nicht, dass es unbedingt gebraucht wird im Sinne von, vielleicht gibt es eine Schule in einem Nachbardorf, vielleicht kann man sich zusammentun. Vielleicht kann man was renovieren, wo man sagt, okay, da hat der Staat schon was gebaut, das fällt jetzt fast zusammen, vielleicht kann ich das wieder aufbauen oder irgendwie so. Ja, genau, Ja? ganz genau. Und dann haben wir eben diese Formulare, die dann auch ausgefüllt werden, weil wir einfach auch über die Jahre natürlich eine bessere Dokumentation haben. Früher war es natürlich Mundpropaganda sozusagen und jetzt haben wir das ganz natürlich auf professionellere Füße gestellt, einfach aufgrund auch der Menge. Da muss man eine vernünftige Dokumentation machen. So, aber ich sag mal, kommt ein Dorf X, möchte einen Brunnen oder eine Schule oder eine kleine Klinik haben, die rufen uns an, dann füllen die das aus und wenn wir dann, also im Prinzip läuft's dann zweigleisig. Natürlich kann man über Telefon schon ganz viel erfahren und sagen, wo seid ihr denn, wie? Und wir kennen uns ja jetzt mittlerweile auch aus und die Gegend und wie viele Leute wohnen da und so. Da haben unsere Mitarbeiter ja einen großen Erfahrungsschatz. Oder wir kennen jemand, der da in der Gegend wohnt, den rufen wir an, kannst du mal vorbeigehen, einfach damit man nicht immer sofort gleich einen ganzen Tross an Mitarbeitern dahin schicken muss. Das kostet ja auch alles Geld, so ein Projekt zu entwickeln, kostet auch Geld. Ne? Aber angenommen, das hört sich, sage ich jetzt mal, für uns erstmal sinnvoll an, also für Victor, Sandy, das Team im Büro in Kumasi, dann schicken wir jemanden hin, also meistens einen unserer Vorarbeiter, Foreman, ja, also Vorarbeiter ist, glaube ich, das richtige Wort. Der geht dann hin und macht wirklich so eine Bedarfsanalyse. Spricht zum einen mit den Dorfbewohnern, also bleiben wir vielleicht mal bei einer Schule oder beim Kindergarten, spricht mit den örtlichen Lehrern, mit den Lehrern in den Nachbardörfern und geht dann auch zum Gemeinderat. Und da gibt's ja für jeden Distrikt, also ich nenne es jetzt mal Regierungsbezirk, gibt es einen District Chief Executive, das ist der oberste Regierungsbeauftragte. Ja, das ist ja bei uns dann vielleicht sowas wie der Landrat. Genau. Ja, die nächste Etage. Genau. Und der hat eben seine verschiedenen Direktoren. Einen für Gesundheit, einen für Bildung. Und da fragen wir eben an, weil der ghanaische Staat schon auch so einen Plan hat, so einen Development-Plan, einen Entwicklungsplan. Da ist die Zeit natürlich auch fortgeschritten in den letzten 20 Jahren. Und da machen wir dann einen Abgleich, um eben zu schauen, Mensch, für das Dorf X ist eigentlich in 5 Jahren eine Schule geplant, ja, aber noch nicht jetzt. Und dann schauen wir, wo gibt's Überschneidungen und wo kann man zum Beispiel eben diese Synergien schaffen. Ja? Gibt es dann die Möglichkeit, dass man vielleicht sagt, ja, also gut, ihr habt in 5 Jahren eine Schule geplant, aber die brauchen die ja eigentlich schon jetzt. Können wir da irgendwie schauen, dass ihr das vorzieht und wir unterstützen das? Oder geht's nur, entweder bauen wir das mit Madamfo oder es baut der Staat? Im Prinzip gibt's da alle Facetten, also alle Kooperation, würde ich jetzt mal sagen. Was eben wichtig ist, dass der Staat weiß, also der Staat hört sich jetzt immer so groß an, aber dass eben die Regierung weiß, wir sind da, das ist der Plan, das ist der Antrag vom Dorf. Dann gleichen wir erstmal den Bedarf ab. Jetzt gehen wir mal davon aus natürlich, die sagen auch, ja Mensch, das wäre so super, wenn dieses Dorf jetzt endlich eine Schule kriegen würde. Dann stellen die auf jeden Fall das Land. Also das Land, wo es drauf gebaut wird, müssen wir nicht kaufen. Ne? Weil das ist ja, sag ich mal, Grundvoraussetzung. Aber dann kommt es natürlich auch darauf an, angenommen, der Bedarf ist gesichert, also es muss gebaut werden. Wir haben das Land und wir haben eure Spenden. Die Frage ist ja, wer betreibt denn dann die Schule? Und das ist eben eine Sache, warum es so wichtig ist, von Anfang an diese District Assembly, ich nenne es jetzt mal Gemeinderat, vielleicht bleiben wir mal bei dem Wort, mit einzubeziehen, denn hinterher müssen ja Lehrer an die Schule entsandt werden, die dort unterrichten, weil das Schönste, die dann auch bezahlt werden müssen. Die dann auch bezahlt werden müssen. Und was dann nicht von Spendengeldern sein sollte, weil das ja dann eine kontinuierliche Ausgabe wäre, sondern vom Staat. Genau. Und wenn wir die eben von der kompletten Planung direkt mit einbeziehen, können wir gleich eine Bedarfsanalyse sagen, okay, zum Beispiel eine komplette Grundschule, 6 Klassenräume, ein Büro, einen Computerraum, eine Bibliothek, das kann man ja alles festlegen und dann wird eben aufgrund
der Vorgaben. Also ich meine, der ghanaische Staat hat ja einen Bildungsplan und das gibt ja offizielle Angaben. Eine Grundschule braucht, keine Ahnung, ich sag mal 10 Lehrer, einen Rektor, 5 Kindergärtnerinnen oder so. Da gibt's ja Standardverfahren für und die wissen eben vom Gemeinderat dann gleich, okay, da wird die Schule gebaut, die wird im Januar angefangen, die ist im Juli fertig, also zum nächsten Schuljahr im September brauchen wir da 10 Lehrer, 10 Kindergärtnerinnen, einen Schulleiter, einen Hausmeister, so. Und das wird dann alles vom Staat bereitgestellt. Und deswegen, genau wie du gesagt hast, realisieren wir das Projekt mit dem Spendengeld, also die Schule als Gebäude mit Ausstattung, also mit Inhalt sozusagen, mit Tafeln und Stühlen. Bänken und allem. Genau, das stellen wir dann bereit, aber der Staat übernimmt das dann, zum einen, um die laufenden Kosten zu tragen und zum anderen natürlich auch, weil ein vernünftiger Lehrplan dort implementiert werden muss. Das kann man ja nicht einfach sagen, okay, jetzt unterrichten wir hier mal irgendwas, sondern es muss ja Hand und Fuß haben, damit die Kinder eben auch diesen Abschluss, den sie dann da in der Schule machen, benutzen können in ihrem Land. Ja, also wie bei uns gibt's ja auch eben die staatliche Anerkennung, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und dann muss man ja schauen, dass das Hand und Fuß hat und dass nicht irgendwas gebaut wird und irgendwas unterrichtet wird. Und dann, sage ich mal, macht das Kind nach der 5., 6. Klasse seinen Abschluss A und kann den aber gar nicht verwenden, um zu einer weiterführenden Schule zu gehen, weil das gar nicht anerkannt ist. Das macht genau. Also das ist eben ganz wichtig, dass das alles mit berücksichtigt wird. Und wenn die Schule dann gebaut ist, also die Spendengelder sind aus Deutschland eingegangen, dann haben wir, um nochmal ein bisschen zurückzugehen, also der Bedarf ist da, das Dorf braucht die Schule, der Staat, der Gemeinderat sagt, ja, super, machen wir auch. Die Lehrer bekommt ihr, das wird alles schriftlich und so weiter festgelegt. Und da werde ich dann, wenn ich Vorträge halte, hoffentlich häufig gefragt, funktioniert das denn auch? Weil das hört sich jetzt natürlich alles so toll an. Und alles reibungslos und alles ist schön. Genau. Ja. Aber ja, es funktioniert. Und zwar, siehe Folge 2, dadurch, dass wir in Ghana offiziell registriert sind, können wir eben solche Ressourcen, nenne ich jetzt mal, wie Lehrer in diesem Fall, wie Kindergärtnerin in diesem Fall, wie ein Rektor, ein Schulleiter in diesem Fall, können wir beantragen. Und die Schule wird dann dem Staat übergeben. Und dann ist das quasi eine staatliche ghanaische Schule und die sorgen dann auch dafür und ja, das funktioniert. Ja, aber wie ist denn eigentlich dann die Bereitschaft? Also sagt dann der Staat, ey super, jetzt kommt da Madame Fo, die nehmen uns jetzt wieder eine Schule ab, das ist ja schön, dann brauchen wir selber nichts machen, dann sollen die das mal machen. Oder ist es schon so, dass sie sagen, ah ja, wir hätten eigentlich schon einen Plan, aber wir haben halt gerade kein Geld und vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Also wie ist es da? Ja, das würde ich auch sagen, ist 50-50. Manchmal ist es so, dass man wirklich offene Türen einrennt. Das ist wie bei uns auch und wie überall auf der Welt. Du hast immer Leute, die total engagiert sind und dann hast du immer mal Leute, die nicht engagiert sind. Also so ist der Mensch halt wahrscheinlich. Ja. Genau. Oder die Beamten nenne ich es jetzt mal. Und in Ghana ist es halt auch so. Du hast auf diesem Distrikt-Level, also wo die Direktoren, die von dem Gemeinderat oder die Gemeinderatsmitarbeiter, das sind alles Leute, die auch aus der Gegend kommen, die dort also die meistens da aufgewachsen sind und die selber auf eine Schule gegangen sind und die freuen sich ein Bein ab, wenn dann in ihrem Distrikt da was gebaut wird. Ne? Also der Bedarf ist riesig, also gerade, ich sag mal, Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, das ist was, wo wir, da können wir uns vor Anträgen nicht retten. Und dadurch, dass es Hand in Hand läuft, ich meine, spielt ja schon jeder seine Rolle. Klar, die Schule ist natürlich eine Ausgabe, klar, je nachdem, wie groß, wie viele Klassenräume, aber die laufenden Kosten über Jahrzehnte dann zu decken, das ist natürlich auch eine Ausgabe, die nicht gering ist, sag ich mal. Aus der Portokasse. Genau, aus der Portokasse. Und wenn es da eben eine Partnerschaft gibt, dann glaube ich, dass das gut ist. Nee, gut. Also, das ist jetzt mal schön und gut. Und dann fand ich ja sehr beeindruckend, also als wir damals gesagt haben, wir würden gerne Schule bauen, war das dann in 3 Monaten, war die Schule da gestanden, ja. Also das hat uns dann schon vom Hocker gehauen, wenn man da bei uns so die Bauzeiten bedenkt, ja. Okay, gut, bei uns ist das dann unterkellert und mit Shishi und Shushu, das ist natürlich ein ganz anderes Niveau, aber trotzdem fand ich, dass das doch sehr schnell gegangen ist. Also
die Leute sind da in den Dörfern ja doch sehr motiviert und helfen da ja tatkräftig mit. Vielleicht magst du mal erzählen, Bettina, wie das dann vor Ort denn genau weitergeht, weil das Dorf muss die Schule ja quasi selber bauen, oder? Ja, da gibt's im Prinzip ich sag mal, zwei verschiedene Bautrupps. Das eine ist die sogenannte Communal Labor, also das Dorf hilft mit. Communal, also die Gemeinde hilft mit bei allen Hilfsarbeiten, sag ich jetzt mal. Ne? Vielleicht springe ich noch einmal ganz kurz zurück. Also Geld wurde in Deutschland gespendet, ist aufs Spendenkonto in Deutschland, wird dann offiziell aufs Spendenkonto in Ghana überwiesen. Stichwort, wir haben 2 offiziell registrierte Organisationen, weil heutzutage kann man ja auch aus verschiedenen Gründen, also Terrorismus, Finanzierung, Drogen und so weiter, kann man ja auch einfach große Summen nicht einfach so in ein Drittland schicken. Genau, also da sind wir eben komplett registriert und so. Das wird dann von der Bundesbank auch überprüft, wo geht das Geld hin. In Ghana wird überprüft, was wird mit dem Geld gemacht. Also da gibt's Kontrollinstanzen. Dann ist das Geld bei uns auf dem Spendenkonto in Ghana. Genau, und der Victor als unser Country Director, also der Chef von Madame Ghana, benennt dann ein Bauteam, weil du natürlich Hilfe brauchst, erzähle ich gleich noch ein bisschen vielleicht im Detail, aber du brauchst natürlich auch die sogenannten Skilled Workers, also die Facharbeiter, einen richtigen Maurer, einen richtigen Schreiner, also einen Anstreicher, einen Dachdecker. Man braucht ja die Arbeiter, die wirklich professionell ein Gebäude bauen können. Wir wollen ja nicht irgendeine windschiefe Hütte dahin zimmern. Weil, die dann gleich wieder zusammenfällt. Genau. Dann wird ein Teil des Geldes abgehoben von Euro in Dollar, von Euro in Cedi umgetauscht, genau. Und dann werden mit den verschiedenen Bauphasen eben die bestimmten Materialien eingekauft. Das Dorf zum Beispiel kann helfen, wenn Wasser gebraucht wird. Häufig ist es so, dass wir die Steine, also die Blöcke selber herstellen. Dann mischen wir Sand, Zement und Steine in einem bestimmten Verhältnis. Das Verhältnis, das kommt darauf an, in welcher Region in Ghana man baut. Also manchmal ist mehr Sand, manchmal mehr Zement. Das könnte der Victor jetzt besser erklären, aber das machen wir sozusagen manuell. Und wenn es zum Beispiel in dem Dorf keinen Brunnen gibt, müssen wir das Wasser von einem kleinen Flussbach oder See ranholen. Da helfen dann die Dorfbewohner, also mit Eimern. Da werden große Fässer aufgestellt und die werden dann Eimer pro Eimer gefüllt. Der Sand muss irgendwo herkommen, der wird dann vielleicht von einem großen LKW abgeladen, aber muss ja dann zur Baustelle transportiert werden. Also geschaufelt werden. In Eimern oder in irgendwie Art Schubkarren wird es wahrscheinlich nicht geben, aber in irgend sowas in der Art, genau, dass es halt von A nach B kommt, weil sonst geht nichts. Genau. Also diese ganzen Zuarbeiten nenne ich es jetzt mal. Ne? Sachen von A nach B tragen, was helfen, Anreichungen machen. Genau, die Sachen machen alle das Dorf. Und natürlich der ausgebildete Maurer, der sorgt dafür, dass die Steine in einem richtigen Verhältnis hergestellt werden. Und das Gleiche macht auch der Zimmermann und der die Nägel macht und so. Aber letzten Endes hilft das Dorf zum einen, dass ihr Projekt, sage ich jetzt mal, ihre Schule, ihren Kindergarten oder was auch immer, mit selber zu bauen. Und sie haben, wenn man sich das jetzt mal so diesen ganzen Prozess vorstellt, sie sind von Anfang an involviert. Sie haben sich überlegt, was sie möchten. Sie haben die Initiative ergriffen und zum Beispiel die Formulare ausgefüllt. Dann gibt's ja auch Fragen, die sie vielleicht gar nicht beantworten können. Dann haben sie die Informationen zusammengetragen. Also sie sind mit involviert. Es kommt nicht jemand von außen, sagt so, ihr braucht eine Schule, setzt euch mal hin. Wir bauen das jetzt alles schön für euch, sondern sie sind am ganzen Projekt beteiligt und involviert. Dadurch entsteht ja eine ganz andere Verantwortlichkeit auch für das Projekt. Ja, dass man sagt, ja, also ich will das ja und ich helfe da auch mit und dann will ich auch, dass es läuft, dass es schön ausschaut, dass es gepflegt wird, dass der Unterhalt auch funktioniert. Das ist ja natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, das hast du ganz genau so gesagt. Besser hätte ich es gar nicht sagen können. Und dadurch wird dieses Projekt eben dann Stück für Stück realisiert. Also die verschiedenen Bauphasen vom Fundament bis zum Level fürs Fenster und so weiter und so weiter. Das könnt ihr euch mal bei uns auf unserer Webseite angucken. Da haben wir auch Filme und so weiter. Das wird dann eben durchgeführt und immer im Abgleich werden die einzelnen Phasen auch mit der Regierung, dass sie wissen, also ihr braucht jetzt noch, sag ich mal 6 Wochen, dann brauchen wir die ersten
ich will Krankenschwester sagen, Lehrer. So die ersten Lehrer oder Kindergärtnerinnen und so weiter, die werden dann mit der Einrichtung, also die kommen dann auch schon und helfen dann die Klassenräume. Hier will ich die Schulbänke haben, ich brauche so und so viele Schulbänke. Die Tafel soll an der Wand sein und nicht an der Wand wegen der Sonne und weißt du, solche Sachen. Dass die einfach involviert werden. Und letzten Endes ist es so, wenn du, wie du das gerade gesagt hast, wenn du von Anfang an involviert bist und beteiligt bist, ist das ja eine ganz andere Verantwortlichkeit eben und ein ganz anderes Gespür auch für was auch immer da realisiert wird, als wie wenn einfach irgendwo was hingestellt wird und man als Kunde das sozusagen benutzt. Genau. Es wird was Eigenes und deswegen gibt's eben auch eine viel bessere Maintenance Culture, also die Dinge instand zu halten. Und ich fand es auch ganz interessant, weil ich habe dann auch gehört, als ich da mit Viktor gesprochen habe, dass ja bei diesen ersten Treffen schon quasi das ganze Dorf mitreden kann. Also da wird nicht irgendwie nur so ein Gremium entscheiden, wo kommt jetzt die Schule hin oder der Kindergarten, sondern da kann jeder einfach sagen, ja, also ich hätte da die Idee und ich hätte da die Idee und das gilt dann das gesprochene Wort. Ja. Und dann wird halt da so ein Konsens gefunden. Also das läuft eigentlich, finde ich, schon sehr basisdemokratisch ab. Ja, das stimmt. Also da fand ich das schon beeindruckend. Genau, also es finden eben diese Dorftreffen statt. Ich glaube, das ist super, dass du das erwähnst. Das haben wir noch nicht gesagt. Also nachdem dann der Antrag sozusagen ausgefüllt ist, hatte ich ja gesagt, dass unser Vorarbeiter hingeht und eben da so eine Analyse macht vor Ort und genau das können wir vielleicht nochmal erzählen. Da werden dann alle Dorfbewohner, alle Stadtbewohner, also alle, die da mitmachen, eingeladen, beziehungsweise die haben ja uns eingeladen und dann findet eine wirklich große Versammlung statt oder mehrere und dann wird das Ganze einfach, wie sagt man auf Deutsch, diskutiert, auseinandergedröselt. Genau. Ne? Jeder kann eben seine Meinung sagen, ich möchte es gerne da haben und da und wie viel Zimmer und so. Genau. Und dann haben wir es gebaut und dann ist es schön. Und dann muss ich sagen, dann waren wir ja eingeladen zur Eröffnung und das war total beeindruckend. Also da waren so viele Leute da und das war ein riesen Event. Und mit Gedicht und mit Reden von dem Beauftragten, der da für die Schule zuständig ist und von dem Direktor und Madame Faux und jeder. Also es war wirklich sensationell und wir waren da wirklich sehr beeindruckt, wie gut das funktioniert. Und ich muss ja sagen, wir waren ja dann 3 Jahre später nochmal da und haben dann nochmal geguckt, ja, also wie ist es jetzt und fällt es jetzt schon fast zusammen oder so? Und nein, also es wird alles gut gepflegt und sie sind auch ganz froh, dass sie es haben. Und es ist natürlich auch so, dass sie dann sagen, ja, und wir hätten gerne ein paar Computer oder wir hätten gerne noch dies. Das ist ganz klar. Aber es ist wirklich so, dass sie sich toll um den Unterhalt kümmern. Also das finde ich schon auch ganz wichtig. Und das eben nicht, wie es oft ja gemacht wird, dass einfach jemand vom Ausland kommt, niemanden kennt, keine Gegend, kein gar nichts und dann sagt, so, ihr braucht jetzt eine Toilettenanlage. Und das Dorf meint aber, nee, wir wollen eigentlich lieber eine Schule, weil wir finden das ja viel besser. Und dass eben Madame Faux nur das realisiert, was das Dorf auch möchte und nicht irgendwas, man stülpt denen nichts irgendwie über. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, letzten Endes ist es ja wie mit allem, also ne, wenn du Sachen realisieren willst, egal ob das was Kleines ist, zusammen als Freunde oder eben eine ganze Schule oder ein Krankenhaus bauen willst, wenn du alle, die entweder da vor Ort wohnen oder leben oder was davon haben sollen oder später einfach da Patient sind oder Schüler sind und die ganzen Meinungen berücksichtigst, dann kann man ja viele Fehler, die man einfach machen könnte, auch ausschließen. Ne? Also auch die Kinder zu fragen, wie stellt ihr euch das denn vor und so, ist ja einfach schon so eine Teilhabe. Ne? Stichwort Demokratie, also wenn ich nie gefragt werde und immer nur gesagt kriege, was ich machen muss, wachse ich ja ganz anders auf, als wenn ich einfach mitmachen kann und so. Genau. Ne? Und abgesehen jetzt zum Beispiel von einem Schulbau, haben wir ja auch ein Projekt, wo wir an den Schulen Bäume pflanzen. Wo sich dann die Kinder um ihre eigenen Bäumchen kümmern, damit sie später mal, klar, das dauert natürlich ein paar Jahre, aber wir haben immer halt Bäume, die auch schnell wachsen, dann unter den Bäumen dann spielen können und Schatten haben, ne, und sich selber halt um was kümmern. Ich glaube, da geht's ja drum. Das ist ja das, was wir unseren Kindern ja auch immer mitbringen. Du musst verantwortlich werden und gucken, ne, dass du mitmachst und selbstständig wirst und so, und darum geht's ja. Genau, dass man auch seine Meinung vertritt gegenüber Widerständen, ja, sage ich mal, und dass man auch kompromissbereit dann ist, dass man sagt, ja, so könnte es vielleicht auch gehen. Also das sind ja auch ein paar Nebenerscheinungen, die auch da ganz wichtig sind und die da einfach auch mit berücksichtigt werden können. Ja, ich würde euch auf jeden Fall gerne einladen wollen. Das war ja ziemlich viel Information. Ob
das verständlich war, wie wir das erzählt haben, wie eben so ein Projekt, sag ich mal, von Spende bis es dann steht, im Groben realisiert wird. Schreibt uns gerne podcast@madamfo-ghana.de, also ist unten auch in den Shownotes. Schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns auf Rückmeldung, Kritik, Themenwünsche. Schaut auf unserer Webseite vorbei, was wir natürlich jetzt erzählen. Vielleicht guckt ihr den Videocast an, klar, dann seht ihr uns beide oder ihr hört uns als Podcast. Nichtsdestotrotz schaut auf der Webseite vorbei, www.madamfo-ghana.de. Da könnt ihr euch dann nämlich auch mal Fotos und Videos, also insbesondere Videos finde ich wahrscheinlich sehr interessant, anschauen, wie eben so ein Projekt aussieht. Da werden auch Bauphasen gezeigt, auch auf Instagram und Facebook. Madame Fo Ghana. Und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also, liebe Grüße, bis bald. Bis bald. Tschüss.